Nach einem Wartburg 311 mit wunderschönem Bübener Ei als Anhänger und einem Wartburg HT, gefolgt von einem Wartburg 313 Sport, geht es in der Retro-Kanal Wartburg-Reihe weiter mit einem Wartburg Coupé. Das formschöne Wartburg Coupé gab es in zwei verschiedenen Baureihen. Einmal von 1957 bis 1961 das Wartburg 311 3-Reise Coupé und von 1962 bis 1965 das 311 3 1000 Reise Coupé. Unterschied zum Modell bis 1961 war der größere 1000 Kubikzentimeter 1 Liter Motor mit 45 PS und optisch die dreigeteilte Panorama-Heckscheibe. Wartburg 311 Coupé 1000, Baujahr 1961. Ich bin der Zweitbesitzer, habe das Fahrzeug 2018 in Betrieb genommen, nachdem ich 2002 angefangen habe, das zu restaurieren, also eine etwas lange Zeit. Und habe das in Eigenregie alles selber hergerichtet, inklusive Lack, außer natürlich die Sattlerarbeiten, die sind von der Fachfirma ausgeführt worden. Der Erstbesitzer war mein Ex-Schwiegervater, hat dieses Fahrzeug 1961 gekauft. Er hatte eine Bestellung gehabt für ein Wartburg Limousine. Die HO Handelsgesellschaft hat ihn angesprochen, es wäre ein Coupé zur Verfügung, was er gleich bekommen könnte, oder eben er müsste weiter auf seine Bestellung warten. Er hat da zugeschlagen, hat das Fahrzeug gekauft. Kaufvertrag habe ich noch, Preis müsste ich jetzt nochmal nachschauen, weiß ich nicht ganz genau. Und er hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Und wie das halt so in der Landwirtschaft ist, mit Nebengewerbe noch in der Landwirtschaft, wurde viel mit ihm transportiert, sodass er bis 1988 3 Rahmenbrüche hatte. 1988 den letzten. Und da ist er außer Betrieb genommen worden. 1989 kam die Wende für das Fahrzeug zum Glück. Er lag zerlegt in der Garage. Neuer Rahmen war organisiert, aber es konnte nicht einfach verschrottet oder verkauft werden, sodass er dann bis 2002 in der Garage teilzerlegt sein Dasein fristete und ich dann den Entschluss fasste, das Fahrzeug wieder herzurichten. Also der Wartburg hat den bekannten 3-Zylinder Zweitaktmotor, in dem Fall schon die 1000er Maschine drin. Die originale 900er Maschine ist damals ausgetauscht worden aufgrund von Verschleiß, und die Ersatzteilproduktion für 900er wurde ja eingestellt, sodass eine 1000er Maschine schon drin ist. Er hat noch den 900er Kühler, was günstig für die Temperaturbereiche ist, also zu fahren. Ich habe keine Probleme mit Temperaturen wie manch anderer Wartburg-Fahrer, da er ja einen Mittelkühler hat, nicht wie die üblichen Fahrzeuge den Kühler an der Front, sondern der Kühler sitzt hinterm Motor. Die Besonderheiten noch zwischen Coupé und Limousine sind natürlich die 2 Türen und nicht wie es ist 4 Türen, sodass die Sozios über die Vordertür mit einsteigen müssen. Das Besondere am Coupé ist natürlich, dass komplett versenkbare Scheiben sind, also die Türenscheiben und auch die Heckscheiben sind komplett versenkbar. Und das Besondere an dem Coupé ist es, dass er noch die alte komplette Heckscheibe hat, die dann später aufgrund von Materialengpässen in eine dreigeteilte Scheibe umgewandelt worden sind. Diese Scheibe ist noch eine alte, komplett in einem Stück. Jörg nahm die Restauration seines Wartburg Coupé weitestgehend selbst in die Hand. Das Fahrzeug habe ich 2002 begonnen selber aufzubauen. Er stand teilzerlegt in der Garage drin. Der neue Rahmen nach dem 3. Rahmenbruch war vorhanden und ich habe dort angefangen, ohne große Kenntnisse von Wartburg das Teile-Puzzle wieder zusammenzustellen. Habe verschiedene Teile in diesem großen Konvolut gefunden, wo ich nicht wusste, wo sie hinkommen. Damals war Internet und World Wide Web noch nicht ganz so präsent wie heutzutage. Die Informationen habe ich mir aus einem Ersatzteilbuch, aus Bildern von einem Ersatzteilbuch herausgenommen, um zu wissen, wo was überhaupt hinkommt. Also ich habe angefangen, den Rahmen sandstrahlen zu lassen, neu zu lackieren, die Antriebsteile, Fahrgestell zu komplettieren, wo da ja schon manche Details
sehr interessant waren, wie es gelöst worden ist oder wie was wohin kommt. Und ging bis dahin, dass gewisse Schrauben oder mit Metallteile nicht zuordnungsbar waren und ich über Monate lang zum Beispiel die Befestigung für die Kupplung am Getriebe gesucht habe, bis ich sie dann in irgendeiner Kiste gefunden habe und sie die Kupplung und den Motor dann zusammenbauen konnte. Wer sich direkt nach der Wende so ein Wartburg 311 Coupé kaufte, kann sich heute über einen enormen Wertzuwachs freuen. Dieses Fahrzeug hat damals 16.735,50 Mark der DDR gekostet. Mittlerweile haben diese Fahrzeuge einen Wert aufgrund der Seltenheit vom Coupé von ca. 40.000 bis 50.000 werden sie gehandelt. 2018, wo er in Betrieb gegangen ist, habe ich eine Wertgutachten bekommen, was auf 32.000 € sich damals belief. Wie gesagt, mittlerweile sind die Preise etwas gestiegen. Und das Coupé an sich ist relativ sehr selten. Hat relativ sehr selten die Wende überlebt. Limousinen, Kombis gab es wie Sand am Meer, waren sogenannte Alltagsfahrzeuge. Coupés waren schon etwas Besonderes. Die nächste Steigerung war natürlich das 313er Cabrio oder 313er Coupé. Die Fahrzeuge schätze ich mal schon als Fahrzeuge ein, die einen besonderen Status hatten. Weil Wartburg war ja das sogenannte Luxussegment der Fahrzeugindustrie der DDR. Natürlich gab es noch andere wie Lada, Volga und so weiter und so fort. Aber was in der DDR hergestellt worden ist, waren die Wartburgs natürlich die etwas luxuriöse Variante des vierrädrigen Fortbewegens. Aber der Großteil der Fahrzeuge sind natürlich die Limousinen und die Kombis gewesen oder Tourist, wie sie dann später hießen. Und die Coupé war schon eine spezielle, wie sagt man gleich, Klientel, die das gefahren bzw. auch das Geld dafür investiert haben, um sich dieses Fahrzeug zu leisten. Zu dem Fahrzeug habe ich einen Anhänger, einen sogenannten Clubfix 64, mir besorgt. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Ich habe im Aufbau damals eine Anhängerkupplung bekommen, habe die an meinem Fahrzeug angebaut und natürlich, wenn man eine Anhängerkupplung hat, will man sie nutzen, will was anhängen. Habe ein bisschen recherchiert, was hängen wir an. Ein Wohnanhänger war mir zu schwer. Ganz einfach mit den 45 PS wird es manchen Berg dann doch ein bisschen knapp. Ich wollte ihn auch nicht ganz so quälen. Habe ein bisschen recherchiert und bin dann auf den sogenannten Clubfix 64 gekommen. Der ist jetzt Baujahr 1966, also auch von den Zeiten entsprechend zu dem Fahrzeug passend. Und dieses Anhänger ist noch fast komplett original. Das Einzige, was fehlt, ist die Küche. Aber sonst das Interieur ist alles noch vorhanden. Und den habe ich aus Gießen zurück in die neuen Bundesländer geholt, aus den alten Bundesländern, und habe den vor 2 Jahren komplett auseinandergenommen, komplett zerlegt. Es waren gewisse Undichtheiten drin, die den Holzausbau angegriffen hatten, und habe diesen Clubfix komplett zerlegt. Komplett die Teile, was Scharniere und so weiter gängig gemacht bzw. neu gemacht, und habe den dann in den Wagenfarben entsprechend lackiert, sodass daraus jetzt ein, ich denke, doch ansehnliches Gespann geworden ist. Also wie gesagt, wie wir schon angedeutet haben, das ist der sogenannte 3-Zylinder Zweitaktmotor, der von F9 über Wartburg 311 bis hin zu Wartburg 353 bis 1988 gebaut worden ist. In verschiedenen Modifikationen, aber das Grundgerüst ist das gleiche. Das ist mittlerweile eine 1000er Maschine, also hat größere Kolben, größeren Hub an der Kurbelwelle. Original ist noch der Kühler, der etwas größer ausgefallen ist aufgrund der 900er Maschine, die damals keine Wasserpumpe hatte, sondern eine Schwerkraftkühlung hatte. Was angepasst worden ist die Fahrgastheizung. Die war damals auch nur durch den Fahrtwind bzw. den Lüfterrad erzeugten Wind ist die erfolgt. Mittlerweile mit einem einstufigen Gebläse versehen, die den Fahrgastraum innen doch der Wegen warm hält. Ansonsten
noch original auf 6 Volt gelassen, die gesamte Anlage. Da hinten an der dreizelligen Batterie leicht zu erkennen. Und ansonsten der Kabelbaum ist komplett neu gemacht worden bei 6 Volt, meines Erachtens erforderlich, weil da ist doch nicht so viel mehr bei Stromverlusten, als wenn man 12 Volt hat. Das ist ja, der Innenraum ist jetzt weitestgehend original, ne? Also Tacho, Lenkrad und so weiter. Das ist weitestgehend original mit kleinen Veränderungen, Warnblinkanlage, Scheibenwischer, Antrieb für Intervall, aber ansonsten weitestgehend original. Die Armaturen sind aufgearbeitet worden. Das Radio ist ein zeitgenössisches Radio, sage ich mal. Und ansonsten ja, die kleinen Details, die man halt so noch dazu macht, wie halt das Gitter. Klär mal die Schaltung bitte. Also Schaltung ähnlich, sogenannte Lenkradschaltung wie beim Trabant, vielleicht den einen oder anderen bekannt, nur die Gänge liegen hier anders. Erster Gang nach unten, nach vorn, hoch. Zweiter Gang nach unten, demzufolge diagonal dagegen der dritte Gang und wieder unten der vierte Gang. Trabant ähnlich, Rückwärtsgang reindrücken, Hebel rausziehen zu entsperren, nach vorne und runter wäre der Rückwärtsgang. Das sind so die Sachen. Beim 353er dann wieder andersrum die Schaltung gewählt mit ersten und also gegenüber versetzt die Schaltung. Deswegen bei manchen 353, 311 Fahrern immer mal Probleme mit der Schaltung. Für das Geld, was so ein Wartburg kostet, bekommt man ein modernes, bequemeres und ein Auto mit wesentlich mehr Sicherheit. Warum möchte man so einen Oldtimer? Für mich persönlich ist es einfach, sag ich mal, dass dieses Fahrzeug Familienbesitz ist, dass natürlich die Technik am Leben erhalten werden muss, zumal Wartburg, gerade die 311er, eine für damalige Zeiten sehr schöne Form hatten, auf dem technischen Stand ja auch waren und diese Silhouette ganz einfach aus dem Verkehrsgeschehen nicht verschwinden darf. Ob es jetzt Coupé ist, Limousine ist, Sport ist, Cabrio ist, das ist einfach eine schöne Fahrzeugform, die viele Menschen erinnert, mittlerweile sogar sehr viele junge Leute beeindruckt, also nicht nur die das aus ihrer Kindheit oder Jugend kennen, sondern es sind auch viele Jugendliche, die sich dafür begeistern, die damals definitiv die Fahrzeuge nicht in Bewegung von daher kennen, also ihrem Alltagsleben, sondern von der Fahrzeugform, von der Technik begeistert sind und selbst die schon dahin gehen, wieder diese Fahrzeuge zu betreiben, zu restaurieren, zu bewegen und sich dafür interessieren. Diese Gesamtsache, alte Technik, das Design, und natürlich die Freude, die man anderen Leuten schenkt, das Fahrzeug zu sehen, die Begeisterung, dafür macht es viele Oldtimer-Fahrer eigentlich nur, um anderen Leuten eine Freude zu schenken, zu begeistern, dass diese Fahrzeuge wieder im alten, wenn nicht sogar besseren Glanz wieder erstrahlen. Denn ich denke, manches Fahrzeug glänzt halt mehr, wie es damals vom Band gerollt ist. Natürlich wäre für einige, die sich mit dem Wartburg Coupé oder Wartburg 311 insgesamt auskennen, werden sagen, es ist nicht alles original. Das ist es auch nicht. Dieses Fahrzeug hat einige technische Veränderungen erfahren, alleine schon im Laufe seiner fast 30 Jahre, die es im Alltagsbetrieb gelaufen ist, wie zum Beispiel der Motor und natürlich auch andere Sachen, die modernisiert worden sind damals. Ich habe das Fahrzeug aufgebaut nach den mir vorliegenden Ersatzteilen und haben auch beim Aufbau eigentlich mehr den Wert auf Optik statt auf Originalität gelegt. Ich habe gesagt, das Fahrzeug soll mir gefallen, es soll schön aussehen
Und zum damaligen Zeitpunkt waren mir auch die Details in der Originalität gar nicht bekannt, sondern ich habe es nach meinem besten Wissen und Gewissen, was die damalige Literatur, Fotos oder sonstige Informationen hergegeben haben, habe ich das aufgebaut und so, dass es eigentlich mir gefällt und ein ordentliches Bild ergibt. Das war jetzt wieder ein seltenes Stück DDR-Geschichte mit dem Wartburg 311 Coupé. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich glaube, ich muss wohl nicht erwähnen, wie sehr ihr mich unterstützt und wie glücklich das macht, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder sogar ein Abo. Bis bald, euer Jan.